Hallo ihr Lieben, hier ist wieder eure Sohalt und das ist der vierte und letzte Teil meines Thailand-Spezials. Das ist eine vierteilige Reihe und das ist das letzte Video. Wenn du die anderen noch nicht gesehen hast, dann klick doch hier oben gleich auf diesen Info-Button oder da, ich weiß jetzt nicht genau. Oder ansonsten verlinke ich dir die ersten 3 Teile auch nochmal unten in der Infobox und ganz am Schluss. In diesem Teil dreht sich alles darum, welche Hotels, welche Orte und welche Strände ich in Thailand besucht habe, beziehungsweise nicht nur welche ich besucht habe, sondern welche ich besonders empfehlen kann. Erstens Bangkok. Das Hotel, das wir da hatten, das war wunderschön, wobei ich denke, es gibt in Bangkok definitiv noch schönere Hotels. Du kannst da ungefähr 50 € pro Nacht pro Person einplanen für ein gutes Hotel. Aber da gibt es Hotels wie Sand am Meer, da findet man auf jeden Fall was Schönes. Was du aber in Bangkok unbedingt machen musst, ist, du solltest den Grand Palace besuchen. Der Königspalast, der kostet 10 € Eintritt, lohnt sich aber definitiv, also 400 Baht sind es dann. Es ist wunderschön, alles ist so toll geschmückt, Goldverzierungen und überhaupt so viele Verzierungen und du kannst wirklich in diesem Palastgebäude drumherum rumlaufen. Buddha-Statuen besichtigen und so. Und da in der Nähe ist auch der Wat Po, der liegende Buddha. Den würde ich dir auch unbedingt empfehlen. Der ist riesengroß, unvorstellbar groß und da kann man reingehen und davor stehen. Und das ist schon eine tolle Sache, das anzuschauen. Auch shoppen kann man in Bangkok gut. Da würde ich aber dir empfehlen, jetzt nicht unbedingt ins Einkaufszentrum zu gehen, denn das ist langweilig, das kannst du in Deutschland auch, sondern fahr auf den größten Markt Thailands, den Chatuchak Markt. Alles darüber erfährst du in meinem letzten Video, in dem 3. Teil. Da erzähle ich ganz viel darüber. Was auch ein Besuch unbedingt wert ist, ist Chinatown. In Chinatown tummeln sich Restaurants an Restaurants über Restaurants, Wahnsinn. Und natürlich auch Marktbuden und Stände, wo man essen und shoppen kann. Und das ist wirklich Wahnsinn, wie vollgestopft so eine Straße sein kann. Und überall hängen so chinesische Lampions rum und überall ist was los. Also das ist echt eine tolle Sache. Da würde ich dir empfehlen, unbedingt dahin zu fahren. Dann geht es weiter zu den Inseln. Wir waren auf der Insel Koh Phi Phi, Phi Phi Don, das ist die große Insel, wo sich die Hotels tümmeln. Und dann gibt es noch Phi Phi Lay, da kannst du einen Ausflug hinmachen, wo der Maya-Strand oder heißt es so, wo auf jeden Fall The Beach gedreht worden ist. Und Koh Phi Phi ist, finde ich, das Paradies auf Erden. Wir waren im Norden, wir waren im Holiday Inn Resort, 4-Sterne-Hotel. Und da ist nichts weiter, da gab es nicht mal eine Straßenverbindung zum Süden. Das fand ich total toll, das ist wirklich ein Paradies. Und das bedeutet halt auch, dass da nicht so viele Touristen sind wie im Süden, wo alle Hotels sind, wo gleich das Boot am Pier anlegen kann. Denn da im Norden, wo das Holiday Inn Hotel ist, da konnte das Schiff auch gar nicht anlegen. Das heißt, es musste vor Anker gehen, da im Meer, vor dem Strand, und wir wurden mit einem kleinen Longtailboot abgeholt und wurden dann an den hoteleigenen Strand gefahren. Das fand ich doch schon eine ganz aufregende Sache. Da gibt es nicht mal ein Pier. Der Strand da, dort in Koh Phi Phi, ist ein Traum. Weißer Sand, flacher Strand und einfach so toll. Da gab es Sonnenliegen, Hängematten am Strand, einfach zur freien Verfügung. Und es war nichts los. 200 Meter weiter lag der nächste Besucher und es war wirklich ein Traum, dass man da wirklich so viel Ruhe hat. Ganz viele Bäume auch am Strand und die so wirklich so rüber gewachsen sind. Und jetzt kommt noch das Beste, Korallenriffs. Also wir sind da wirklich geschnorchelt am Strand, am hoteleigenen Strand konnten wir schnorcheln und haben Seesterne gesehen, Nemo-Fische, Dory-Fische und Korallen, Anemonen. Also es war echt wirklich toll da. Und von da aus kann man auch noch Ausflüge machen, wie schon gesagt, nach Phi Phi Lay, zu einem kleinen Teil der Insel. Oder man kann Schnorchelausflüge machen nach Mosquito Island und nach Bamboo Island, wo es auch wahnsinnig tolle Korallenriffs gibt. Jetzt aber nicht nur zum Schnorcheln, sondern auch Tauchkurse wurden da angeboten. Und da kann man dann auch seinen Tauchschein machen, das kostet nicht viel. Ich glaube zwischen 30 und 50 € pro Person, ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Und dann hat man so einen 3-Tage-Tauchkurs mit Tauchschein. Dann noch zu empfehlen ist Koh Lanta. Koh Lanta ist eine größere Insel. Wir waren da im Ravi Barin Resort and Spa, ein 5-Sterne-Hotel, die auch so einzelne Bungalows, das habe ich nicht gesagt, das hat das Holiday Inn auf Phi Phi auch,
Also einzelne Bungalows, wo man tatsächlich so eine Bungalow-Villa dann mietet, was ich total toll finde. Und deshalb würde ich auch nur noch in solche Resorts gehen, weil man einfach viel mehr Privatsphäre hat und man hat seinen eigenen Eingang, man geht in seine eigene Hütte rein und das ist wirklich anders, als wenn man jetzt in so einem dicken Hotelbunker dann ist. Vom Gefühl her einfach. Der Strand auf Koh Lanta, der war jetzt nicht so toll. Schnorcheln geht da auch nicht. Was die allerdings hatten, die hatten so einen ganz langen Steg, so aus so Plastikelementen, wo man dann ewig weit aufs Meer rausgehen kann und von da auch reinspringen kann und so. Das war mir allerdings, da war mir zu mulmig, das war nämlich schon ziemlich tief und das habe ich dann nicht gemacht, aber man könnte. Das Hotel an sich war der absolute Wahnsinn. Ein bombiges Hotel, google das mal, schau dir mal die Zimmer an. Und es war auch überhaupt gar nicht so teuer. Also es hat für uns pro Person pro Woche 150 € gekostet. Das finde ich überhaupt nicht teuer für ein 5-Sterne-Luxushotel. Und da war Frühstück auch mit dabei. Von da auf Koh Lanta kann man auch ganz viele Touren machen. Es gibt Märkte, allerdings waren die jetzt nicht so herausragend, dass ich da jetzt irgendwas empfehlen würde im Speziellen. Was ich aber empfehle, ist, macht die Tour zum Emerald Cave. Das ist auf Koh Muk, so heißt es, eine kleine Insel. Und dieses Emerald Cave ist total krass. Man fährt da mit so einer Reisetour hin, mit einem großen Boden, da sind auch ganz, ganz viele Reisegruppen, überwiegend Chinesen komischerweise. Und dann schwimmt man durch eine Höhle, wirklich durch den Fels und zwar, glaube ich, gefühlte 10 Minuten im Dunkeln, ohne dass man irgendwas sehen kann, durch diese Höhle und die ist auch nur so hoch, dass man gerade so irgendwie durchpasst. Also wenn du da Angst hast, Platzangst hast oder Problem mit so dunklen, geschlossenen Räumen, dann mach's lieber nicht. Ansonsten ist es wirklich ein toller Ausflug und wirklich Nervenkitzel pur. Und dann schwimmst du da so durch in deiner Reisegruppe, so einer nach dem nächsten und kommst dann in der Höhle raus oder in diesen Felsen, der ist wirklich so geschlossen und ist oben offen. Und auf einmal streckt sich da ein Strand vom Allerfeinsten. Also das war eine Erfahrung, das würde ich jedem empfehlen, das wirklich zu machen und schon allein deshalb lohnt es sich, Koh Lanta zu besuchen. Dann Phuket. Wir waren auch auf Phuket, allerdings gibt es da nicht immer nur positive Dinge zu berichten. Ich finde, Phuket ist sehr zwiegespalten. Manche Orte sind total hässlich und es stinkt und es ist überhaupt nicht schön. Genauso kann man da auch total die Reinfälle haben, was jetzt Hotels angeht. Wir waren auf 3 Hotels, also ich war bisher in 3 verschiedenen Hotels in Phuket. Keines dieser Hotels ist so, dass ich euch das jetzt wirklich hier auf YouTube empfehlen wollen würde. Da muss man, glaube ich, einfach ein bisschen tiefer in die Tasche greifen, um da wirklich das bombige, wirklich krass gute Hotel zu haben. Im Durchschnitt waren die alle, wo wir waren. Die waren auch nett teilweise, aber es gab immer so ein paar Punkte, wo ich gesagt habe, das hat mir jetzt nicht so besonders gefallen, deswegen nenne ich die einfach gar nicht. Ich möchte in Phuket jetzt den Markt empfehlen, den Naka Night Market. Darüber berichte ich nochmal detailliert im vorangegangenen Video im 3. Teil dieser Serie. Ich war bisher am Kata Beach. Das ist im Westen der Insel. Der Kata Beach ist ein bisschen länger, da sind mehrere Hotels. Ein wunderschöner Strand. Der war sehr steil abfallend irgendwie unten, dann doch aber flach und da gibt es richtig krass große Wellen stellenweise. Also da waren die Wellen schon ganz schön wild, nicht immer, nur manchmal. Aber wenn sie kamen, dann waren die schon heftig und da geht auch nichts mit Schnorcheln. Ist einfach ein wunderschöner Sandstrand. Dann kann ich noch empfehlen den Nai Han Beach, der ist im Süden. Der ist auch ewig lang, da gibt es auch Restaurants und Buden und Stände, wo man etwas einkaufen kann und so. Also da ist wirklich was los. Der Strand ist einfach wahnsinnig schön, viel, viel schöner noch als Kata Beach. Der ist riesig, es finden sich aber trotzdem immer Stellen, wo man mehr oder weniger alleine ist. Es ist zwar auch schon viel los, aber man findet schon ein Fleckchen. Wir hatten dann immer so eine Palme, wo wir uns runtergelegt haben, um den Schatten zu genießen. Es gibt da auch einen Pinienwald, wo man sich im Schatten legen kann. Also da ist wirklich was geboten. Und was total toll ist, die haben da so einen Kanal, wie so eine Art Fluss, der dann in so einen See nebendran führt. Und da, wenn Ebbe ist, dann zieht es total in die eine Richtung. Wenn Flut ist, zieht es wieder in die andere Richtung. Das heißt, man hat wirklich Strömung in diesem Meerausläufer wie in einem Fluss und kann sich da richtig schön wie in so einem Wellenbad so treiben lassen. Aber es ist total irgendwie der Vergnügungspark bei diesem Nai Han Beach. Ganz ein anderer Strand ist der Ao Sanne. Der ist
hinter Naihan, also im Süden. Man muss dann nochmal über so ein paar Serpentinen weiterfahren, dann den Berg runter und dann kommt man in so eine ganz kleine Bucht, die heißt Aosanne. Und das ist wirklich so eine naturbelassene Bucht. Da gibt es sogar auch Bungalows zu mieten, die gar nicht teuer sind, 5 € am Tag. Wobei das eher so Backpacker-Bungalows sind. Also ich war nicht in den Bungalows, ich habe die nur von außen gesehen. Nicht, dass du jetzt denkst, ich habe die empfohlen. Ich weiß nicht, wie die von innen aussehen. Ich weiß nur, dass sie von außen ganz hübsch sind und der Strand ist wunderschön. Also das ist Kieselstrand, da ist kein Sand. Im Wasser hat man dann Felsen, Korallen, auch kein Sand. Also da muss man ein bisschen aufpassen, wo man hintritt oder man nimmt sich Schuhe mit. Wobei wir waren auch ohne Schuhe, das ging auch ganz gut. Und da kann man wirklich schnorcheln. Also da gibt es wirklich was zu sehen. Und da gibt es auch ein Restaurant am Strand, das richtig gut ist, allerdings ein bisschen teuer. Und ansonsten ist es ein wahnsinnig toller Strand, wo man wirklich auch Korallen sehen kann. Die Fischvielfalt ist zwar jetzt nicht so wahnsinnig groß wie auf Koh Phi Phi, aber es gibt dennoch was zu sehen und Seesterne waren ohne Ende da. Softkorallen allerdings haben wir da keine gefunden. Wir sind zwar total viel rumgeschnorchelt, aber Softkorallen gab es da nicht. Dann, was ich noch empfehlen kann, von Phuket aus kann man einen Tagesausflug machen zu Coral Island und das würde ich euch auch unbedingt empfehlen. Also wir haben das Boot gemietet für 1000 Baht. Da bei Coral Island kann man auch wahnsinnig toll schnorcheln. Es ist nochmal besser als am Aosanne Beach. Da gibt es wirklich viel zu sehen und der Strand ist göttlich. Weißer Sand, einfach flach. Palmen ohne Ende, ein wunderschöner Strand und das Wasser ist kristallklar. Also das lohnt sich auch. Da gibt es auch ein Restaurant, was natürlich total überteuert ist. Ja, und das war es jetzt von meinem Thailand-Spezial. Das waren alle Empfehlungen, die ich euch hier aussprechen kann. Lasst mich doch bitte auch in den Kommentaren wissen, wenn ihr einen Strand, einen Ort oder einen Markt unbedingt empfehlen könnt. Das würde mich tierisch interessieren. Also lasst mich das wissen. Und wenn ihr an einem dieser Orte schon mal wart oder an einem der Strände, die ich jetzt hier gesagt habe, dann schreibt es mir bitte auch in die Kommentare rein. Das interessiert mich wahnsinnig. Da freue ich mich natürlich, wenn ihr mir ein Abo dalasst, wenn euch die Videos gefallen haben, auch einen Daumen nach oben und bis zum nächsten Freitag wieder. Ciao, ciao!